Wie gut kann man Haut inzwischen mit KI retuschieren? Genau das möchte ich heute herausfinden. Und ja, heute arbeite ich wieder mal in Photoshop. Ich arbeite seit 15 Jahren als professionelle Retuscheurin und in dieser Zeit habe ich alles Mögliche retuschiert. Von ganz normalen Porträts bis hin zu Werbekampagnen für Marken wie Yves Saint Laurent. Deshalb schaue ich bei Hautretusche natürlich ganz genau hin und ehrlich gesagt, vertraue ich automatische Retusche nicht wirklich. Meistens wird die Haut einfach nur weich gezeichnet und am Ende sieht das weder natürlich noch wirklich gut retuschiert aus. Mit professioneller Hautretusche hat das für mich nur sehr wenig zu tun. Vielleicht erinnert ihr euch noch, vor 2 Jahren haben wir hier auf dem Kanal schon eine Software für Hautretusche getestet. Sie hieß Reblum. Und letzte Woche hat mir das Team von Reblum geschrieben und gesagt, dass sich seitdem einiges verändert hat. Es gibt neue Funktionen und einige Verbesserungen und sie wollten wissen, ob ich die neue Version testen möchte. Oh ja, heute nehme ich Rebellum noch einmal ganz genau unter die Lupe. Ich habe für den Test mehrere unterschiedliche Fotos vorbereitet. Ein ganz normales Porträt, ein Porträt mit stärkeren Hautunreinheiten und ein Gruppenfoto. Und ganz am Ende kommt noch ein Test, bei dem bisher fast alle Programme für automatische Hautretusche durchgefallen sind. Bevor wir loslegen, sage ich euch kurz, worauf ich bei diesem Test achte. Erstens, die Hauttextur muss erhalten bleiben. Zweitens, ich möchte die Retusche kontrollieren können. Ich will selbst entscheiden, wie stark die Haut bearbeitet wird und nicht nur einen Knopf drücken und mit dem Ergebnis leben müssen. Drittens, die Gesichtszüge dürfen sich nicht verändern. Und viertens, das Programm muss lokal auf meinem Computer arbeiten. Gerade bei Kundenfotos möchte ich nicht, dass die Bilder irgendwo auf einem fremden Server hochgeladen werden. Ich fange direkt mit dem vierten Punkt an, weil wir den sofort klären können. Reblum läuft lokal auf Mac und Windows. Die Fotos werden also nicht irgendwo in die Cloud hochgeladen. Gerade wie gesagt, bei Kundenfotos möchte ich schon wissen, wo die Bilder landen. Und es gibt auch keine Begrenzung, wie viele Fotos man bearbeiten kann, also keine Tokens. Wenn ich für ein Tool bezahle, möchte ich es natürlich so oft nutzen können, wie ich es für meine Arbeit brauche. Wir beginnen mit dem einfachsten Bild. Hier werde ich gar nicht so viel machen. Ein paar kleine Hautunreinheiten entfernen, die Augenpartie etwas aufhellen, den Hautton leicht ausgleichen und die Zähne ein bisschen weißer machen. Das Foto braucht also keine starke Retusche. Und genau deshalb eignet sich sehr gut für den ersten Test. Hier können wir nämlich sehr gut sehen, ob die Hauttexturen erhalten bleiben. Bevor ich das Plugin starte, erstelle ich eine Kopie von der Ausgangsebene. Ich arbeite nie direkt auf dem Original. Das Original sollte immer unverändert bleiben, damit wir jederzeit dorthin zurückkehren können, falls etwas nicht so funktioniert, wie wir es möchten. Um Reblum zu starten, gehe ich in das Menü Filter, Reblum, Reblum Retouch. Das Programm hat sofort erkannt, dass sich auf dem Foto ein Gesicht befindet. Ich öffne den Bereich Refine. Bevor ich irgendwelche Einstellungen verändere, schauen wir uns zuerst das automatische Ergebnis an. Das war vorher und das ist nachher. Nochmal vor und nach. Die Hautunreinheiten sind verschwunden, der Hautton wirkt gleichmäßiger und die Haut sieht insgesamt gut aus. Jetzt zoomen wir näher heran und schauen uns die Texturen genauer an. Ich finde, die Textur ist wirklich gut erhalten geblieben. Die Poren sind weiterhin sichtbar und die Haut sieht weder weich gezeichnet noch künstlich aus.
Das automatische Ergebnis gefällt mir schon ziemlich gut. Trotzdem möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten anpassen, damit es natürlicher aussieht. Im Bereich Refine gibt es zuerst den Regler für die allgemeine Stärke der Retusche. Damit bestimme ich, wie intensiv Reblum die Haut insgesamt bearbeitet und wie stark die Hautunreinheiten reduziert werden. Bei diesem Foto passt die automatische Einstellung für mich sehr gut, deshalb lasse ich diesen Regler so, wie er war. Die Bearbeitung der Hauttextur reduziere ich dagegen ein wenig und schiebe den Regler Textur leicht nach links. So gefällt mir das Ergebnis noch besser, weil mehr von der ursprünglichen Hauttextur erhalten bleibt und die Haut dadurch natürlicher aussieht. Die Zähne hat Reblum automatisch etwas zu stark aufgehellt. Für mich sieht das schon ein bisschen unnatürlich aus. Deshalb reduziere ich auch die Stärke der Zahnaufhellung. Reblum hat auch die Glanzstellen auf der Haut reduziert. Schaut mal, das war vorher und das ist nachher. Nochmal vor und nach. Ich persönlich mag es aber, wenn ein Teil davon erhalten bleibt, weil diese Lichtreflexe die Haut lebendiger wirken lassen. Deshalb hole ich mit dem Regler für die Glanzreduzierung ein bisschen davon zurück. Der Hautton sieht für mich schon sehr gut aus, deshalb muss ich beim Farbausgleich nichts verändern. Schauen wir uns das Ergebnis noch einmal an. Das war vorher und das ist nachher. Vor und nach. Was mir außerdem gefällt, Reblum hat wirklich nur die Haut bearbeitet und die Gesichtszüge nicht verändert. Die Nase, die Kieferlinie, die Ohren und die Proportionen des Gesichts sind genauso geblieben, wie sie waren. Das ist für mich sehr wichtig, denn das Programm soll die Haut retuschieren und nicht plötzlich das Aussehen eines Menschen verändern. Am Anfang habe ich gesagt, dass ich die automatische Retusche kontrollieren möchte. Und genau das kann ich hier. Ich kann jeden einzelnen Effekt reduzieren oder verstärken und selbst bestimmen, wie stark die Haut bearbeitet wird. Für mich ist das einer der wichtigsten Vorteile von Reblum. Jetzt wird es etwas schwieriger. Ich nehme ein Foto von einer Frau mit deutlich sichtbaren Hautunreinheiten und bin gespannt, wie Reblum damit umgeht. Ich erstelle wieder eine Kopie von der Ausgangsebene und gehe auf Filter, Reblum, Retouch. Und das Foto wird direkt analysiert und bearbeitet. Das geht wirklich sehr schnell und das Ergebnis ist fast sofort da. Ihr habt selbst gerade gesehen, ich habe nichts ausgeschnitten. Auf den ersten Blick sieht die Bearbeitung nicht schlecht aus. Aber jetzt zoomen wir näher heran und schauen, ob die Hauttextur erhalten geblieben ist. So, das war vorher und das ist nachher. Nochmal vor und nach. Jetzt schauen wir die Hauttextur noch einmal genauer an. Wenn man bedenkt, wie die Haut vorher ausgesehen hat, ist das Ergebnis wirklich gut. Die Poren sind noch sichtbar, die Hauttextur ist erhalten geblieben und die starken Rötungen sind fast verschwunden. Auf jeden Fall, die sind deutlich schwächer geworden. An ein paar Stellen sehe ich noch kleine Ungenauigkeiten, die ich später in Photoshop anpassen kann. Aber der größte und vor allem zeitaufwendigste Teil der Arbeit ist praktisch mit einem einzelnen Klick erledigt. Bei diesem Bild möchte ich mir die Einstellungen jetzt etwas genauer anschauen und euch zeigen, was wir alles kontrollieren und verändern können. Reblum bietet zwei verschiedene Retuschestile an. Natürlich und Fashion. Beim natürlichen Stil bleibt mehr von der ursprünglichen Hauttextur erhalten. Fashion arbeitet etwas stärker mit Licht und Schatten und erzeugt dadurch einen intensiveren Studio-Look.
Mir persönlich gefällt der natürliche Stil besser. Ihr wisst ja, dass ich Retusche dann am besten finde, wenn man sie am Ende kaum sieht. Für mich ist das Wichtigste, dass Ergebnis natürlich und realistisch aussieht. Im Bereich Refine finden wir wieder die beiden Regler, die wir schon kennen, die allgemeine Stärke der Retusche und die Hauttextur. Mit dem ersten Regler bestimme ich vergrößere das Bild, dass ihr seht, was ich machen würde. Also mit dem ersten Regler bestimme ich, wie intensiv das Foto insgesamt bearbeitet wird. Mit dem zweiten Regler kann ich steuern, wie stark Reblum die ursprüngliche Hauttextur verändert, beziehungsweise wie viel davon erhalten bleibt. Neben jedem Werkzeug gibt es außerdem ein kleines Augensymbol. Wenn ich es gedrückt halte, sehe ich nicht das komplette Bild ohne Retusche, sondern nur, wie das Foto vor der Anwendung dieses einen Werkzeugs ausgesehen hat. Ich kann also ganz genau überprüfen, was der jeweilige Regler verändert. Das finde ich sehr praktisch, weil ich dadurch jeden einzelnen Effekt separat kontrollieren kann. Danach kommt die Glanzreduzierung. Damit kann ich die Glanzstellen auf der Haut entweder stärker reduzieren oder wieder etwas zurückholen. Der Regler für den Farbausgleich hilft dabei, fleckige oder unregelmäßige Hauttöne auszugleichen. Die Zahnaufhellung haben wir schon beim vorherigen Foto ausprobiert. Die Funktion arbeitet grundsätzlich gut, aber die Stärke muss natürlich immer zum jeweiligen Bild passen. Zusätzlich gibt es einen eigenen Bereich für die Augen. Mit dem Regler für die Klarheit kann ich die Augen schärfer oder etwas weicher wirken lassen. Die Leuchtkraft macht den Blick lebendiger und bringt mehr Glanz in die Augen. Und mit der Entfernung der Äderchen kann ich sichtbare rote Kapillaren reduzieren. Jetzt testen wir Reblum auf einem Gruppenfoto. Hier kann ich entweder alle Personen gleichzeitig bearbeiten oder jedes Gesicht einzeln auswählen. Also zum Beispiel Gesicht 1 oder Gesicht 2. Ich finde es auf jeden Fall sinnvoller, jedes Gesicht einzeln zu bearbeiten. Jeder Mensch hat eine andere Haut und deshalb braucht auch nicht jedes Gesicht dieselbe Einstellungen. Bei diesem Foto zum Beispiel würde ich die Haut der Frau etwas stärker bearbeiten als die Haut des Mannes. Wenn ich für beide genau dieselben Werte nehme, wirkt das Ergebnis wahrscheinlich nicht besonders natürlich. Im Bereich Refine kann ich außerdem entscheiden, ob das Gesicht und Körper zusammen bearbeitet werden sollen oder ob ich beides voneinander trenne. Standardmäßig sind Gesicht und Körper miteinander verbunden. Wenn ich aber auf das Kettensymbol hier klicke, kann ich diese Verbindung lösen und beide Bereiche getrennt voneinander bearbeiten. Das funktioniert ähnlich wie bei verknüpften Einstellungen in Photoshop. Wir fangen mit dem Mann an. Ich trenne also Gesicht und Körper und bearbeite zuerst nur das Gesicht. Bei Männern und Frauen retuschiere ich die Haut normalerweise nicht gleich stark. Männerhaut würde ich meistens etwas vorsichtiger bearbeiten, damit das Gesicht nicht zu glatt aussieht. Der Regler für die allgemeine Stärke steht standardmäßig ungefähr auf 50. Bei einem weiblichen Porträt kann das ein guter Ausgangswert sein. Bei einem Mann würde ich ihn in vielen Fällen eher auf ungefähr 30 reduzieren. Dadurch bleibt mir von der natürlichen Hauttextur erhalten und das Gesicht wirkt nicht zu glatt. Dann hole ich noch ein bisschen die Texturen zurück. So, nun klicke ich auf alle zusammen bearbeiten und ich möchte die Glanzstellen ein wenig reduzieren. Aber an dieser Stelle habe ich einen wichtigen Tipp für euch.
Wenn ihr auf einem Foto sehr starke Glanzstellen oder sogar überbelichtete Bereiche habt, korrigiert das am besten zuerst im RAW-Konverter. Capture One, Lightroom oder ein anderer RAW-Konverter arbeitet mit den ursprünglichen Bildinformationen und kann solche Probleme meistens besser lösen als irgendwelche Retusche-Plugins. Replum würde ich danach für die feineren Korrekturen verwenden. Für mich ist es ein Tool für das Feintuning und nicht dafür gedacht, größere Belichtungsprobleme zu retten. Reblum bietet noch eine weitere praktische Möglichkeit. Ich kann das linke und das rechte Auge unabhängig voneinander bearbeiten. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn eine Person leicht seitlich zur Kamera steht. In so einer Situation liegt oft nur ein Auge richtig im Fokus, während das andere etwas weiter hinten und dadurch unschärfer ist. Wenn ich beide Augen gleich stark nachschärfe, kann das bereits scharfe Auge schnell überschärft wirken. Deshalb ist es in solchen Fällen besser, beide Augen getrennt einzustellen. Dafür klicke ich wieder auf das Kettensymbol hier und löse die Verbindung zwischen dem linken und dem rechten Auge. Danach kann ich die Klarheit und die Leuchtkraft und die Entfernung der Äderchen für jedes Auge einzeln einpassen. Ich klicke auf links und reduziere noch ein bisschen mehr die Äderchen. Die Brillanz ist okay und die Schärfe reduziere ich ein wenig. Jetzt klicke ich auf rechts, reduziere hier auch die Stärke, die Klarheit und die Leuchtkraft, damit das so ein bisschen natürlicher aussieht. Ich finde, das ist eine sehr sinnvolle Funktion, die auch wirklich professionell umgesetzt wurde. Reblum hat außerdem ein Werkzeug für die Reinigung des Hintergrunds. Ich klicke drauf und wir schauen das vorher und nachher an. Das war vorher und das ist nachher, vor und nach. Das ist vor allem für Studiofotografen interessant, weil man damit Falten, Verschmutzungen und kleinere Flecken auf Papierhintergründen entfernen kann. Das klingt vielleicht erst einmal nach einer Kleinigkeit, kann aber ziemlich viel Zeit sparen. Man muss den Hintergrund danach nicht noch einmal extra in Photoshop öffnen und alles von Hand wegretuschieren. Natürlich hängt das Ergebnis immer davon ab, wie kompliziert der Hintergrund ist. Aber für kleinere Flecken und Falten kann diese Funktion wirklich sehr praktisch sein. Jetzt kommen wir zum letzten Test. Und genau an diesem Punkt scheitern viele Programme für automatische Hautretusche. Ich habe dafür das Foto einer Frau mit Sommersprossen ausgewählt. Viele automatische Tools erkennen Sommersprossen nämlich nicht als natürliche Hautmerkmale, sondern halten sie für Hautunreinheiten oder Unebenheiten. Und dann werden sie teilweise oder sogar komplett entfernt. Schauen wir uns also an, was Reblum daraus macht. Ich starte das Programm. Und wir sehen direkt, die Sommersprossen wurden erkannt und sind erhalten geblieben. Ich zoome jetzt etwas näher heran, damit wir uns die Haut genauer anschauen können. Schauen wir das vorher und nachher an. Das war vorher und das ist nachher, vor und nach. Für mich sieht das Ergebnis gut aus. Die Hauttextur ist weiterhin sichtbar und die Sommersprossen sind nicht verschwunden. Trotzdem reduziere ich die Stärke der Texturbearbeitung. Mir gefällt es einfach besser, wenn die natürliche Hauttextur deutlich zu sehen bleibt. Die Frau hat eigentlich sehr schöne Haut. Es gab nur ein paar kleine Hautunreinheiten auf dem Stirn. So sah das vorher aus und das ist nachher.
Alles wurde entfernt. Auch die Augen sehen ganz gut aus. Vielleicht werde ich die Leuchtkraft ein bisschen reduzieren, aber sonst möchte ich hier nichts mehr verstärken oder reduzieren. Was kann ich also nach diesen Tests sagen? Was mir an Reblum besonders gefällt, ist die Kontrolle. Ich kann jeden Effekt stärker oder schwächer machen und bei Bedarf auch wieder etwas von ursprünglichem Bild zurückholen. Das Ergebnis bleibt also wirklich in meinen Händen. Es ist nicht so ein Programm, bei dem man nur auf einen Knopf drückt und danach mit dem Ergebnis leben muss. Ich kann selbst entscheiden, wie stark die Haut bearbeitet wird und wie das Ergebnis aussehen soll. Ich glaube, gerade für Einsteiger in die Retusche und für Porträtfotografen kann Reblum sehr hilfreich sein. Hautretusche gehört nämlich wirklich zu den schwierigsten Bereichen der Bildbearbeitung. Man muss verstehen, wie Hauttextur, Volumen, Licht und Schatten und auch die farblichen Übergänge funktionieren. Reblum nimmt einem zwar nicht jede Entscheidung ab, aber es macht den Einstieg deutlich leichter und vereinfacht einen Teil der Arbeit, der sonst sehr viel Erfahrung und Zeit braucht. Reblum kann man nicht nur direkt in Photoshop verwenden, sondern auch als eigenständiges Programm. Dafür öffnet ihr einfach die Anwendung und zieht die Fotos, die ihr bearbeiten möchtet, direkt ins Fenster. Die Einstellungen sind im Grunde dieselben, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Ich zeige euch noch kurz die untere Leiste. Über das Pluszeichen könnt ihr ein weiteres Foto hinzufügen. Mit den nächsten beiden Schaltflächen wechselt er zwischen der Einzelansicht, wie jetzt, und der Galerieansicht. In der Galerie sieht er dann die komplette Serie als Raster. Die Fotos lassen sich außerdem nach Datum oder nach anderen Kriterien sortieren. Es gibt auch eine Markierungsoption. Ich klicke drauf und man sieht hier, dass das Foto markiert wurde. Ich markiere zum Beispiel 2, 3 Bilder und dann kann ich zum Beispiel nur markierte Fotos anzeigen lassen. Auf der rechten Seite findet ihr die Qualitätseinstellungen, den Zoom und die Funktion zum Einpassen des Bildes ins Fenster. Und mit dem Augensymbol könnt ihr für das gesamte Foto zwischen vorher und nachher wechseln. Und wenn die Bearbeitung fertig ist, klickt ihr auf Export. Dann öffnet sich ein Fenster mit den üblichen Einstellungen. Man wählt aus, wo das Bild gespeichert werden soll und in welchem Dateiformat. Auf eine Einstellung möchte ich aber besonders eingehen, und zwar auf die Qualität der Retusche. Hier gibt es 4 verschiedene Stufen. Ultra ist die höchste Qualitätsstufe. Reblum verwendet dabei das detaillierteste Modell für die Hauttextur und bearbeitet alle Bereiche vollständig. Dafür dauert der Export natürlich etwas länger. Dann gibt noch Höhequalität, ist die Standardeinstellung. Das Gesicht wird dabei in voller Qualität bearbeitet. Für den Körper verwendet Reblum ein etwas einfacheres Modell für die Hauttextur. Bei den meisten Porträts wird man das Unterschied wahrscheinlich kaum sehen. Bei Schnell bleibt die volle Qualität für das Gesicht erhalten. Am Körper wird aber nur eine einfachere Hautglättung verwendet und ultraschnell ist wirklich vor allem für Geschwindigkeit gedacht. Das Gesicht wird nur grundlegend bearbeitet und der Körper kann bei der Retusche sogar komplett ausgelassen werden. Und jetzt kommt ein Punkt, der wirklich wichtig ist. Diese Qualitätseinstellungen gibt es nicht nur beim Export, sondern auch direkt im Bearbeitungsfenster. Wenn ihr das Bild zum Beispiel in höherer Qualität bearbeitet und es anschließend mit einer anderen Qualitätsstufe exportiert, kann sich das Ergebnis verändern. Reblum berechnet das Bild beim Export nämlich noch einmal neu, und zwar mit der Qualität, die ihr dort ausgewählt habt.
Deshalb kann die fertige Datei etwas anders aussehen als das Bild, das ihr vorher auf dem Bildschirm gesehen habt. Damit es später keine Überraschungen gibt, würde ich deshalb immer dieselbe Qualitätsstufe für die Vorschau und für den Export verwenden. Zum Beispiel für Kundenaufträge würde ich persönlich Höchqualität oder Ultra wählen. Wenn ihr mehrere Fotos schnell bearbeiten möchtet, könnt ihr dafür die Funktion Vorberechnen nutzen. Reblum berechnet die Retusche dann schon im Voraus, sodass die ausgewählten Bilder anschließend direkt exportiert werden können. Gerade für Hochzeitsfotografen oder Porträtfotografen, die regelmäßig große Serien bearbeiten, ist das natürlich sehr praktisch. Wenn ihr zum Beispiel hunderte Fotos von Brautpaar und von den Gästen habt, kann euch die Stapelverarbeitung wirklich sehr viel Zeit sparen. Dabei könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr arbeiten möchtet. Ihr könnt ein Foto einstellen und diese Einstellungen dann auf die restlichen Bilder der Serie übertragen. Oder ihr geht jedes Foto einzeln durch und passt die Retusche individuell an. Auch bei Stapelverarbeitung bleibt die Kontrolle also bei euch. Ich will euch natürlich auch kurz sagen, was Reblum nicht kann. Das Programm konzentriert sich auf die Hautretusche, nur die Hautretusche. Rohentwicklung, keine Ahnung, Zuschnitt, Farbkorrektur und Color Gradient müsst ihr weiterhin in Lightroom, Capture One oder Photoshop machen. Reblum lässt sich aber direkt in Photoshop, Lightroom Classic und Capture One integrieren. Ihr müsst euren bisherigen Workflow nicht komplett verändern. Ihr könnt zum Beispiel zuerst die RAW-Datei entwickeln, dann Reblum für die Hautretusche verwenden und anschließend noch die letzten manuellen Korrekturen und das Color Grading machen, zum Beispiel in Photoshop. Und was denke ich jetzt nach diesem Test über Reblum? Mir gefällt das Programm, weil es mir einen großen Teil der Arbeit abnimmt, die bei der Hautretusche normalerweise sehr viel Zeit kostet. Ohne Reblum müsste ich viele Hautunreinheiten einzeln entfernen, einen Pickel nach dem anderen, kleine Flecken oder Akne, Narben und klar Rötungen auch. Gerade bei roten Stellen reicht es oft nicht, einfach nur etwas wegzustempeln. Ich muss auch die Farbe an die umliegende Haut anpassen und gleichzeitig darauf achten, dass die Hauttextur erhalten bleibt. Die Blume erledigt also einen großen Teil davon innerhalb weniger Sekunden. Natürlich würde ich bei einem anspruchsvollen Porträt anschließend noch einmal genau hinschauen und einzelne Stellen von Hand korrigieren, aber ich muss nicht mehr bei Null anfangen. Deshalb finde ich Reblum besonders interessant für Fotografen, die viele Porträts oder größere Bildserien bearbeiten und für Ansteiger, denen professionelle Hautretusche von Hand noch schwer fällt. Es gibt eine kostenlose Testversion, für die ihr keine Kreditkarte angeben müsst. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Probiert das Programm am besten nicht nur mit einem perfekten Studiofoto aus, sondern auch mit einem Porträt, bei dem die Haut wirklich schwierig zu retuschieren ist. Dann seht ihr am besten, ob Reblum zu eurer Arbeit passt oder nicht. Und falls ihr Reblum schon ausprobiert habt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wie eure Erfahrungen damit waren. Bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Video wieder.